Hallo, ich heiße Moritz Hein und bin der Entwickler des Plugins BGUI-Lib oder BugGUI-Lib. Heute zeige ich Ihnen in diesem Video, wie Sie das Plugin installieren und wie Sie mit der Edit GUI später ohne zu programmieren in Minecraft GUIs machen können. Als erstes müssen Sie die pgui-lib.jar in den Plugins-Ordner Ihres Servers packen. Das habe ich hier schon gemacht. Dann starten Sie den Server erstmal. So, der Server ist jetzt nochmal neu gestartet. Man sieht, das Plugin ist gestartet, es kam keine Fehlermeldung. Jetzt können wir direkt in Minecraft reingehen. Hier. Dann gehen wir hier auf den Server. Warten kurz, er könnte bei mir jetzt etwas laggen und so, weil er jetzt gerade auf dem eigenen Computer ist. Ja. Jetzt sind wir auf dem Server drauf. Ich habe ja mal gerade eine kleine Testmap einfach gemacht. Also, danke natürlich an den Map-Ersteller. Also der erste Befehl ist jetzt direkt mal anscheinend das ist anscheinend ein kleiner Bug. Der erste Befehl ist jetzt erstmal create GUI und dann ein Namen, zum Beispiel jetzt Test. Dann steht hier direkt auch created GUI Test und dann können wir den nächsten Befehl edit GUI Test. Das geben wir ein und dann bekommen wir direkt diese Ingame GUI. Hier sehen wir, das ist mit verschiedenen Tabs da. Hier oben die zwei. Einmal der Haupttab und dann einen Komponenten-Tab. Zwischen denen kann man durch draufklicken halt wechseln. Hier ändern sich die Inhalte dann. Hier, dann gibt es verschiedene Werte. Einmal GUI Title, das ist hier oben dieser String. Da kann man draufklicken und dann schließt es sich kurz. Man muss dann hier in den Chat geben und gibt den Titel ein. Zum Beispiel jetzt cooles GUI. Das wird dann später halt hier oben angezeigt und dann der nächste Wert hier ist GUI High. Das ist die Größe oder Höhe auf jeden Fall. Das hier ist jetzt gerade auf 6. Das bedeutet hier diese Kästchen halt. Das sind diese Kästchen. Das hier ist jetzt auf 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind eigentlich alle Einstellungen hier auf dem Haupttab erstmal. Dann gehen wir zu Components. Hier kann man da drauf klicken, um einen neuen Button hinzuzufügen. Sehen wir jetzt, hier haben wir dieser Stein. Das ist dieses Standard-Icon für einen Button. Da klicken wir jetzt drauf, dann kommen wir in so ein Edit GUI für den bestimmten Button, wo wir jetzt gerade eben drauf geklickt haben. Das erste hier ist direkt mal der Titel. Da können wir draufklicken, das geht wieder kurz weg. Dann können wir hier wieder den Button-Titel eingeben. Wie Like zum Beispiel. Und hier, das nächste, bis jetzt ist es noch ein Stein, da können wir auch draufklicken, genau das gleiche. Nur da stand halt Icon, damit können wir jetzt das Icon ändern. Jetzt zum Beispiel auf TNT. Da muss man aufpassen, wenn Sie zum Beispiel ein Icon wie Netherstar haben wollen. Es muss alles in Englisch geschrieben sein und anstatt Leerzeichen müssen hier Unterstriche sein. Jetzt haben wir das zum Beispiel. Hier, das nächste ist ein On-Click-Kommando. Das wird, wenn eben der Spieler auf sowas drauf drückt, dann wird das auch ausgeführt, dieses Kommando. Da muss man auch aufpassen, wie das hier steht, ohne diesen Slash am Anfang bei normalen Kommando und anstatt ein @p oder so etwas muss man halt dieses %s eingeben. Das wird dann nachher durch den Spielernamen, der auf den Knopf drauf geklickt hat, ersetzt. Zum Beispiel geben wir jetzt mal hin, da ein say %s hat den Like-Button gedrückt. Das geben wir jetzt ein, drücken wieder Enter, da kommt auch wieder die GUI. So, und das nächste hier, das ist das On-Click-Command Executed by Server, das ist ein Check-Button oder Checkbox, das kann man eben an- und ausmachen, wenn es grün ist, ist es an, bei rot aus. Das bedeutet halt, ob das von dem Server, von der Konsole ausgeführt wird oder von dem Spieler oder als Spieler selbst. Der Unterschied ist halt, dass der Server zum Beispiel Rechte auf alles hat, die Konsole. Da wird es keine Fehler mit irgendwelchen Rechten geben.
Aber dafür muss man auch aufpassen, dass zum Beispiel, wenn man jetzt machen will, dass der Befehl Home ausgeführt wird, dann muss man auch da machen, dass es auf Rot ist, weil das der Spieler ausführen muss. Der Server weiß ja nicht dann, welcher Spieler mit /home einfach gemeint ist. Das wäre das lassen wir aber jetzt erstmal auf grün, da wir als Kommando ja say benutzt haben. Das muss vom Server ausgeführt werden, weil beim Spieler wissen wir ja nicht, ob der jetzt Operator ist. Bin ich zwar in meinem Fall, aber das kann ja auch vielleicht von anderen ausgeführt werden. Aber der Server kann es ja immer ausführen, deswegen lassen wir das jetzt erstmal auf grün. Hier, das ist die X-Position, Y-Position, Width, also Breite und die Höhe von dem Button. Das bedeutet, dieser Knopf hier zum Beispiel, der ist jetzt an der Position, hier oben ist 0, bedeutet, der ist bei X 1 und bei Y auch 1. Das ist das Koordinatensystem, das geht hier halt von 0 bis 8 und dann hier nochmal runter. Hier gibt es eben auch noch die 6 Felder oder manchmal weniger, wenn man halt hier dieses GUI halt kleiner gemacht hat. Aber das lassen wir erstmal. Das ist jetzt eben so ein Slider. Da kann man mit dem Knopf hier den Wert kleiner machen und hier größer mit dem Knopf. Gehen wir erstmal noch auf den Button. Der, wie man sieht, hat er immer noch. Hier sieht man das schon, das TNT-Icon und den Namen, den Titel des Buttons sehen wir hier gesetzt haben. Hier das wäre Width und Height. Das würde machen, dass der Button über mehrere Felder, das zum Beispiel, wenn das der Button wäre, und der eben Width und Height von 2 hätte, dann wäre der nicht nur hier, sondern der wäre dann auch hier, hier und hier. Dann würde der sich über diese 4 Felder verteilen. Aber das ist jetzt erstmal unwichtig. Wir machen den jetzt zum Beispiel einfach nur mal auf Y2. Das sehen wir gleich, was es gebracht hat. Gehen wir jetzt mal hier raus mit Escape. Dann können wir Show GUI und dann den Namen, wir haben das Test genannt. Und dann sehen wir hier, das ist auch hier ist 0, 1, 2, das ist um 2 Einheiten, 2 Slots runter. Wenn wir jetzt hier draufklicken, sehen wir im Hintergrund im Chat, wird das Kommando ausgeführt. Dann steht hier LOL Dragonfire, mein Minecraft-Name, hat den Like-Button gedrückt. Das wäre zum Beispiel das. Jetzt könnte man dann natürlich noch ein paar bessere Sachen machen, wie zum Beispiel Teleporter. Wenn man jetzt einen Minigame-Server hat, dann löschen wir den erstmal, dann machen wir einen neuen, oder erstmal 3 wohl. Den ersten können wir zum Beispiel Spawn nennen. Da holen wir jetzt einen Slimeball. Und hier machen wir das Kommando Spawn und hier machen wir auch, das ist vom Server. Das machen wir rot, damit es eben nicht vom Server ausgeführt wird, sondern von dem Spieler. Wir wollen das jetzt später auf der GUI etwas anders positioniert haben, zum Beispiel jetzt eben hier. Das wäre bei x 0, 1, 2, man fängt natürlich an zu zählen bei 0 und bei y 1. Das setzen wir jetzt hier 1, hier 2. So. Das hätten wir dann und dann gehen wir auf Back, machen wir den hier, den nennen wir zum Beispiel Home, da können wir ein schönes Bett-Icon holen und da machen wir auch wieder Home und der Befehl wird auch wieder vom Spieler ausgeführt. Hier, den wollen wir jetzt zum Beispiel hier haben, damit es schön symmetrisch aussieht und so. Dann, das wäre bei y auch wieder 1, genau das gleiche, und bei x wäre es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, das stellen wir jetzt wieder ein. So, 6 und 1. Hier ist Home der Befehl und das auch wieder auf Rot, das ja vom Spieler ausgeführt werden muss. Das letzte zum Beispiel Survival Games, obwohl ich das hier auf dem Server jetzt gerade nicht drauf habe. Ich mache mal Diamond Sword als Icon. Deswegen mache ich jetzt als Befehl nur Spawn zum Beispiel. Und das auch wieder vom Spieler. Man muss natürlich auch achten, wenn der Knopf hier rot ist, also dass es vom Spieler ausgeführt wird, dann muss man auch darauf achten, dass der Befehl, dass der Spieler da Rechte drauf hat. So, dieses Icon wollen wir zum Beispiel irgendwo hier in die Mitte von denen, das wäre hier und dann hier hin machen. Das wäre dann von y 0, 1, 2, 3, 4 und bei x 0, 1, 2, 3, 4. Das stellen wir jetzt hier ein. So, beide auf. Oh, da habe ich zu viel geklickt.
weiter auf 4, so, und jetzt können wir zurückgehen, gehen wir raus und dann Show GUI Test. Dann haben wir zum Beispiel schon eine Teleporter GUI, wo wir jetzt Spawn eingeben können, oder auch hiermit zum Home. Ich habe natürlich auch keinen Home gesetzt auf dem Server, wie gesagt nur ein Testserver. Man könnte auch hier eben einen anderen Befehl, wie zum Beispiel halt Warp Survival Game eingeben. So, damit könnte man zum Beispiel mit dem Teleporter machen, und dann das nächste wäre jetzt eben, erstmal dazu gibt es noch ein paar Befehle, halt Remove GUI und dann der Name Test, aber wir wollen das jetzt gerade nicht löschen, deswegen klicken wir hier nicht auf Ja, sondern auf Nein. Das ist eben so ein Yes-No GUI. Das kann man auch, aber auch nur, wenn man programmiert, noch immer machen. Hier hat man halt die Frage, aber das wollen wir jetzt nicht löschen, deswegen klicken wir auf Nein. So. Und dann kommen wir zu den Hotbar GUI. Da macht man Create, dann ein H, dann GUI. Name machen wir zum Beispiel Spawn Hotbar. So nenne ich das jetzt. Dann haben wir das erstellt und dann können wir Edit auch wieder darauf achten, dass das H dazwischen ist, GUI, und dann Spawn HB, der Name. Dann bekommen wir hier das sieht nochmal anders aus, das müssen ja auch nur diese neuen Buttons sein. Jetzt wollen wir zum Beispiel in die Mitte einen Teleporter-Knopf haben, dann klicken wir hier drauf, dann wird das zu einem Button, dann können wir hier zum Beispiel Teleporter, geben wir da ein. Da holen wir als Icon zum Beispiel Kompass. Dann können wir den Befehl machen Show GUI und die nennen wir Test, die Teleporter hier. Aber man muss aufpassen, dass vielleicht die Spieler keine Rechte haben auf Show GUI. Deswegen, man kann den Befehl auch halt als Server ausführen, aber dann muss eben Show GUI Test der Spielername. Bedeutet eben dieses %s. Das wird dann ja mit dem Spielernamen ersetzt. So, das haben wir alles. Jetzt können wir das mal ausprobieren. Gehen wir erstmal zurück und dann ein wichtiger Befehl noch Bind Hotbar to World. Erst die Hotbar, den Namen davon, das war Spawn HB, und dann die Welt, das ist einfach nur World jetzt gerade, wie halt dieser Ordner hier drin heißt, World, und dann drücken wir Enter. So, das geht jetzt. Und dann, bis jetzt sehen wir noch keine Änderung. Das ist klar, deswegen muss man erst noch mal einmal wieder raus und wieder auf den Server rein. So, und man sieht, wir haben jetzt einen Teleporter, einen Kompass namens Teleporter im Inventar. Können wir Rechtsklick mitmachen oder auch Linksklick oder was auch immer, überall hin. So, und dann haben wir hier eben diese Teleporter GUI angezeigt. So einfach geht das. Das war eigentlich das meiste zum Plugin jetzt. So. Sonst, ich mache jetzt hiernach wohl noch ein kleines Tutorial, falls Sie lernen wollen, wie man damit programmiert. Was man halt machen muss, wenn man sich etwas mit dem Plugin Programmieren auskennt.